wenn man etwas sagt, was falsch ist, muss man das einräumen können, muss sich entschuldigen können. Und ich habe auch danach noch mal mit Herrn Merz gesprochen. Ich sage einfach, das ist ausgeräumt. Und, naja, Sie haben es ja deutlich angedeutet. Also ja, ist das nicht mehr. Das war nicht meine Absicht. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ein missglückter Tweet. Ich habe mich entschuldigt. Das muss... Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Karl Lauterbach macht mal wieder, was er am besten kann. Erst haut er richtig drauf, beleidigt die AfD und Friedrich Merz mit Nazi-Vergleichen und dann, wenn's zu heiß wird, ach, das war ja gar nicht so gemeint. Ganz nach dem Motto, erst eskalieren, dann zurückrudern. Und Markus Lanz, der schaut sich das alles ganz brav an, ohne mal richtig nachzuhaken. Aber Leute, das ist genau das Spiel von Lauterbach. Hetzen bis zum Anschlag und dann die Opferrolle spielen. Und wenn's richtig schief geht, kann man ja immer noch behaupten, es war ein missglückter Tweet. Oder war es einfach nur der Rotwein? Dieses Video müsst ihr sehen. Wir gehen durch, was Lauterbach wieder von sich gegeben hat. Und warum das ein klassisches Beispiel für seine Strategie ist. Also unbedingt dranbleiben, Video anschauen und schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Liken, abonnieren und vor allen Dingen kommentieren. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Viel Spaß beim Video. Auf geht's! Dem noch amtierenden Bundesgesundheitsminister, der, das attestieren sogar seine härtesten Kritiker, sehr mutig nach vorne gegangen ist bei der Gesundheitsreform, der auch erstaunlich viel aufgebrochen hat und auch einiges erreicht hat, der sich aber auch den Zorn von Friedrich Merz zugezogen hat, weil er in der politischen Auseinandersetzung direkt die Nazi-Keule rausholte. Und die Frage ist, warum? Fragen an Karl Lauterbach. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Ja, bin sehr gespannt auf diese Runde. Herr Lauterbach, vielleicht an den Bundesgesundheitsminister die erste Frage. Haben Sie heute bei diesem letzten großen Rededuell im Bundestag gedanklich schon Abschied genommen von der Regierungsbank? Nein, habe ich nicht. Nein, Warum nicht? Ja, weil ich also erstmal das Wahlergebnis, also hier durch Umfragen und so weiter, nicht also kommentieren oder vorwegnehmen kann. Also wir kämpfen und ich glaube, die Wahl ist auf keinen Fall schon gelaufen. Und somit, also, und wir haben noch viel vor, in der Tat, während wir im Amt sind und auch eine neue Amtsperiode wäre auch nicht ausgeschlossen. Von daher, nein. Die schnelle Antwort ist nein. Glauben Sie, Friedrich Merz würde Sie jetzt ganz persönlich noch mal in die Regierung holen? Ja, zunächst einmal würde er das ja nicht alleine entscheiden. Und zum Zweiten, dieser misslungene Tweet, da habe ich mich ja unmittelbar entschuldigt, öffentlich und bei ihm auch persönlich. Ich glaube, das ist ausgeräumt. Glauben Sie das? Klang anders. Wie hat Kerstin Münstermann das wahrgenommen? Es ist lustig, dass Sie mich das fragen, denn ich saß in einem Interview mit dem CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, der uns dann übermittelte, also Friedrich Merz würde die Entschuldigung von Herrn Lauterbach ablehnen. Es sei jetzt einmal genug gesagt und es sei immer dieses Muster, man provoziert und dann entschuldigt man sich. Aber also unterm Strich würde ich sagen, am 24. wird neu gesprochen. Aber also Sie haben ihn wirklich getroffen und es war ja auch jetzt... Ja, muss man auch, wenn man etwas sagt, was falsch ist, muss man das einräumen können, muss sich entschuldigen können. Und ich habe auch danach noch mal mit Herrn Merz gesprochen. Ich sage einfach, das ist ausgeräumt. Aber es gehört zu einer Demokratie dazu, dass man eine Aussage, die nicht richtig war, im Ton und auch im Inhalt, dass man das klar zurücknimmt. Friedrich Merz ist kein Nazi, das ist Unsinn. Das war auch hier nicht meine Absicht, das auch nur anzudeuten. Und, naja, Sie haben es ja deutlich angedeutet. Also ja, ist das nicht mehr. Das war nicht meine Absicht. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ein missglückter Tweet. Ich habe mich entschuldigt. Dazu muss man in der Lage sein, also alles andere wäre kein Anstand. Wir sehen das gerade da hinten. Ne? Als erster Demokrat sagt Merz im Prinzip, wo es mir hilft, lasse ich mich auch von Nazis unterstützen. Moralischer Bankrott, das ist das, was Sie ihm da unterstellen. Ja, es gibt noch einen anderen vom 25. Januar. Friedrich Merz will schon vor der Bundestagswahl die Brandmauer gegen die AfD einreißen. Damit würde er den Fehler seiner Vorgänger, der Zentrumspartei, im Nationalsozialismus wiederholen. Verrat, Wortbruch. Also die ganz große Keule. Meine Frage ist, ich will es nur verstehen, ich will es nicht werten. Warum macht man sowas? Also das ist ein heißes, schwieriges Gefecht. Und also das verstehe ich. Ich finde, es muss reichen, wenn man sagt, es war ein Fehler.
ich habe das gelöscht, ich habe mich bei Friedrich Merz entschuldigt und Friedrich Merz ist kein Nazi, hat auch nicht das geringste Gedankengut in dieser Entschuldigung, Richtung. den hier haben Sie nicht gelöscht, ne? Der da gerade steht. Das ist der erste aus dieser Serie. Und deswegen frage ich nochmal, warum macht man sowas? Wie kann sowas passieren? Also sitzt man dann da und schreibt das nachts einfach in die Tastatur? Das war nicht. Oder sagt man, lass noch mal Leute drüber schauen. Ja. Wenn ich jetzt die ganz große Keule raushole, dann muss ich mir darüber im Klaren sein, als Bundesminister, was das unter Umständen auslöst. Das ist richtig. Also zunächst einmal, die Brandmauer ist dann ja auch eingerissen worden. Und das halte ich nach wie vor für einen Riesenfehler. Das wird die Politik in Deutschland verändern. Das ist einfach keine Kleinigkeit. Und dass darauf auch emotional reagiert wird, das ist eben so. Trotzdem, man muss sich im Inhalt austauschen, hart miteinander ringen. Aber es darf nicht es darf nicht ins Persönliche abgleiten und man darf auch nicht den Eindruck erwecken, dass jemand ein nationalsozialistisches Gedankengut auch nur im Ansatz richtig fände. Das gilt für Friedrich Merz. Merz ist ein Pro-Europäer, Merz ist ein lupenreiner ein echter Demokrat. Alles andere, alles andere, und daher möchte ich darüber Das war jetzt auch aber ein nicht freudscher Versprecher, das war keine... Ehrlich, ich kann Lauterbach nicht mehr ertragen. Es ist doch jedes Mal dasselbe mit diesem Fernsehdoktor. Nachts, wahrscheinlich mit ein paar Gläsern Rotwein zu viel intus, setzt er seine Tweets ab, feuert Hetze raus, beleidigt politische Gegner und stellt die AfD mal wieder in die Nazi-Ecke. Und wenn dann der Gegenwind kommt, wird plötzlich alles relativiert. So war das doch gar nicht gemeint. Missglückter Tweet, Missverständnis. Die gleiche Masche immer und immer wieder. Und genau hier liegt das Problem. Lauterbach spielt sich als moralische Instanz auf, doch wenn er selbst völlig daneben haut, dann soll das alles plötzlich nicht so schlimm sein. Man erinnere sich nur mal an die Corona-Zeit. Seine ganze Politik war von Panikmache geprägt. Erst behauptete er steif und fest, dass die Impfung keine Nebenwirkung habe. Eine Aussage, die mittlerweile zigfach widerlegt wurde. Menschen haben gelitten, hatten gesundheitliche Probleme. Doch wo bleibt die Entschuldigung von Lauterbach? Fehlanzeige. Es wurde mittlerweile unzählige Male bewiesen, wie oft Lauterbach nicht die Wahrheit gesagt hat. Er hat Horrorszenarien verbreitet, die niemals eingetreten sind, hat Menschen Angst gemacht und Druck auf Ungeimpfte ausgeübt. Und wenn es dann nicht mehr zu leugnen war, kam wieder seine typische Strategie. Ja, das haben wir damals noch nicht gewusst. Ach so, aber damals hat er es mit einer solchen Überzeugung behauptet, als wäre es in Stein gemeißelt. Aber es wird noch schlimmer. Lauterbach war nicht nur Minister, sondern hat sich aktiv in wissenschaftliche Institutionen eingemischt. Er hat politisch Einfluss auf das Robert-Koch-Institut genommen, damit es genau das veröffentlicht, was ihm in dem Kram passt. Und genau das ist der Punkt. Dieser Mann hat nicht auf die Wissenschaft gehört. Er hat sie instrumentalisiert. Wissenschaft war für ihn nur dann relevant, wenn sie seine politische Agenda gestützt hat. Kritische Stimmen wurden diffamiert. Menschen, die Fragen gestellt haben, wurden als Verschwörungstheoretiker abgestempelt. Und jetzt sitzen wir hier Jahre später und Lauterbach macht genau da weiter, wo er aufgehört hat. Er hetzt, beleidigt, spaltet. Und wenn es dann nicht mehr haltbar ist, kommt die übliche, war doch nicht so gemeint, Leier. Es ist einfach nur erbärmlich. Herr Lauterbach, bevor Sie weiter gegen die AfD hetzen, Menschen diffamieren und sich selbst als moralische Instanz aufspielen, sollten Sie erstmal bei sich selbst aufräumen. Ihre eigene politische Bilanz besteht aus Chaos, Lügen und Panikmache. Und vielleicht wäre es mal an der Zeit, für all das Verantwortung zu übernehmen, anstatt ständig nur neue Nebelkerzen zu werfen. So Leute, das war's für heute. Jetzt seid ihr dran. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von Lauterbachs neuesten Ausrutscher haltet. Und nicht vergessen, liken, abonnieren und kommentieren. Wir sehen uns im nächsten Video.